bin Sonja Wittig. Ich bin im Ruhrgebiet geboren, lebe und arbeite seit 15 Jahren in Köln und bin Coach, Trainerin, Beraterin, Organisationsentwicklerin mit einer Leidenschaft für Produktentwicklung. Die neue Arbeitswelt ist für mich geprägt vor allen Dingen von einer Zunahme von Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Von Schnelligkeit, die immer stärker Menschen antreibt und die dazu führt, dass die Menschen oft nicht mehr das Gefühl haben, ich treffe hier überhaupt noch meine eigenen Entscheidungen, sondern ich bin eigentlich nur noch in der Lage zu reagieren. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, wieder in eine aktivere Gestaltung hineinzukommen und sich nicht mehr ausgeliefert zu fühlen. Und das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die damit dranhängen. Da geht es um die Frage, wie arbeite ich, welche Tools, Mittel, Techniken setze ich dafür ein, aber natürlich auch, wie fügt sich Arbeit in mein Gesamtleben ein. Klassisch sind die Themen in Unternehmen heute von mehr Blau zu mehr Orange, das heißt vom sehr stark regulierten, strukturierten hin zu etwas effizienterem. Organisationsentwicklung ist für mich die Summe dessen, was die Menschen in einer Organisation für richtig und für wichtig halten. Und das fängt natürlich an bei ganz klassischen Themen wie Kommunikation, Werte, Zusammenarbeit, aber natürlich dann auch, wie sich all das in den Prozessen, in den Strukturen zeigt. Und für mich ganz zentral ist immer die Frage der Passung. Was passt zu den Menschen? Was passt zum Markt? Was passt zu den Kunden? Wie ist denn tendenziell die Motivausprägung? Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Ich schaue mir immer an, was sind die Gegebenheiten, was sind die Rahmenbedingungen und was ist darin machbar. Ich bin in der Lage, sehr schnell herauszufinden, welche Rolle braucht es. Braucht es mich als Sparringspartner, braucht es mich als Coach, braucht es mich als Trainer, braucht es mich als Berater. Vielleicht braucht es mich auch einfach mal als jemand zum Anlehnen oder jemand, mit dem man einfach mal herzhaft lachen kann über all das, was gerade passiert. Leben und Arbeiten sind für mich ganz, ganz eng miteinander verbunden und das ist eine sehr bewusste Entscheidung, die ich schon vor vielen Jahren getroffen habe. Ich möchte mit den Menschen arbeiten, die ich mag. Ich möchte dann arbeiten, wenn ich arbeiten möchte und dort arbeiten, wo ich arbeiten möchte. Das heißt, ich arbeite sehr impulsiv aus einer Lust heraus und habe das aber für mich auf eine Art und Weise gestaltet, wo ich gar nicht mehr klar differenzieren kann. Wo ist mein Leben und wo ist meine Arbeit, weil das für mich ganz zusammengehört. Bei mir bin ich immer dann, wenn ich in meiner Kraft bin. Das ist ganz stark beim Reisen, das ist aber auch ganz stark zu Hause in meinem Viertel, wenn ich umgeben bin von Impulsen, Ideen, Kreativität, ganz neuen Ansätzen und Wegen, die ich so noch gar nicht gedacht habe. Und wann immer ich an einem Ort bin, wo ich das Bunte erlebe, da tanke ich auf und da kriege ich ganz viele Energien und Ressourcen, um meinen Weg zu gehen, aber natürlich auch ganz viel, was ich anderen für ihre Wege dann wieder mitgeben kann. Seit ich Kinder habe, kann ich noch mehr über die Welt staunen, weil ich durch ihre Augen ganz viele Dinge, die mir alltäglich und neu erscheinen, noch mal ganz anders sehen kann und aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Dieses über den Tellerrand gucken ist ein ganz, ganz großer Antreiber für mich. Ich möchte Neues lernen, ich möchte mich über neue Dinge unterhalten, ich möchte neue Sichtweisen, neue Perspektiven kennenlernen. Und das kann ich natürlich machen, indem ich Bücher lese, Podcasts schaue, aber für mich am allermeisten, indem ich in die Welt hinausgehe mit offenen Augen, mit offenem Herzen und mich öffne für das, was da ist und mir das zu meinem mache.